Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die Biergartenzeit ist da und du möchtest wissen, wie man einen richtig guten Oberster macht? In diesem Video zeige ich dir, wie man den original bayerischen Oberster macht. Nach diesem Rezept wird er richtig lecker, fluffig und geschmacksintensiv, genauso wie er sein soll. Bleib dran! Als Vorbereitung wird ein Tag vor der Zubereitung der Käse und ca. 250 Gramm Butter aus dem Kühlschrank genommen und bei Zimmertemperatur gelagert. Zuerst wird eine Schalotte in kleine Würfel geschnitten. In einem Esslöffel Butter werden die Zwiebelwürfel glasig gedünstet. Sie sollen maximal goldbraun und nicht angeröstet werden. Sie werden beiseite gestellt und erkalten gelassen. Die restliche Butter wird mit dem Handrührgerät mindestens 2 Minuten cremig gerührt. (100 Gramm Romadur mit mindestens 40%, besser sind 45 bis 50%, wird in dünne Scheiben und dann in kleine Würfel geschnitten und zu der Butter gegeben. (125 Gramm Weihenstephaner Camembert wird ebenso klein gewürfelt und hinzugegeben. Der Käse wird jetzt mit der Butter gut verquirlt. Jetzt wird mit Salz, Pfeffer, mildem Paprika, Rosenpaprika scharf und gemahlenem Kümmel gewürzt. Dann kommen die angedünsteten Zwiebeln hinzu. Achtung, jetzt kommt der Geheimtipp. 2 Esslöffel Weißbier werden dazugegeben, damit es fluffiger wird. Die Masse wird wieder ordentlich verquirlt.
Zum Schluss wird eine Packung, also 175 Gramm Frischkäse Natur, gut untergerührt. Dann wird alles in eine verschließbare Schüssel gegeben und für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Am besten schmeckt der Oberster mit Brezen und frischen Zwiebelringen. Wer mag, kann gerne noch ganzen Kümmel oder Schnittlauch darüber streuen. Guten Appetit! Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und du verpasst dann auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann findest du noch den ein oder anderen interessanten Link. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal, euer Herbie.